亲爱的冠状病毒，几个月前我甚至不知道你的存在。Per fare guerra a noi. Sí, nosotros estamos en guerra. 알 수 없는 무언가와 싸워야 하는. E isso me enche de incerteza. Uncertainty. Incertitude. Sappiamo che la tua armata è molto grande. Sehr groß. Du bist überall. Não podemos verte. Maar we weten dat je vele miljoenen soldaten hebt. You are depriving us of liberty. Ci stai privando della gioia di abbracciarci. De darnos besos. Și să trăim iubire. Du attackierst uns mit deinen Verbündeten. ความหวาดกลัว Miedo. No samej straszne. 玩具帕拉兹拉毛出安。你夺走了他们的生命。 Querido Corona. Déjame decirte. Nuestro ejército se hará fuerte. Juanini. Fordi jeg har tro. Husk. Fe. Fe. Vera. Credință. Y tengo las armas para enfrentarte. Respect. Respect for others. Mon voisin. Moi знайома. My friends. Die Schwächsten. Me quedaré en casa. Je ne vais pas t'ouvrir la porte. Nu te voi căuta. And if I have to go into the battlefield. Posso correr. To help the one who really needs it. เพื่อปกป้องชีวิตของเราทหาร E eu farei isso com muito cuidado. Only when necessary. Samantala. Voglio godere dell'abbraccio della mia famiglia a casa. Время, которого мне не доставало. I will be careful. Me lo arreglaré para hacer ejercicio. Die wird nur schlafen. Nanita Ami. Nella responsabilità e solidarietà dell'umanità. Changure. For doctors and nurses. Nossos heróis. Real heroes. And in God. Even if it does not really seem. Hat alles unter Kontrolle. He is in control. Sim, querido coronavírus. Dumnezeu deține control. El tiene control. Da, ceva mașinita. C'est lui qui te contrôle. El está în control. He is in control. Is in control. Is in control. Diese Aufnahmen sind in den letzten 48 Stunden im internationalen Netzwerk von Hope TV entstanden. 40 Partnerländer haben sich zusammengetan, um zu sagen, ja, der Virus umspannt den Globus, aber noch mehr umspannt ihn die Hoffnung. Der kurze Clip ist nach diesem Gottesdienst um 12:30 Uhr dann auch in den sozialen Medien unterwegs. Teilen Sie ihn gerne, schicken Sie ihn weiter an Freunde und Bekannte und verwenden Sie dabei die Hashtags Dear Coronavirus und God is in Control. Ich möchte nochmal alle begrüßen, die sich in der Zwischenzeit dazugeklickt oder eingeschaltet haben. Herzlich willkommen, besonders auch unseren gehörlosen Zuschauern, die diese Predigt jetzt in einem besonderen Livestream in deutscher Gebärdensprache übersetzt bekommen. Schön, dass wir in Zeiten, wo die Gottesdienste vor Ort ausfallen, zumindest medial verbunden sein können. Wir kommen jetzt dazu zu hören, was Gott uns in der Predigt sagen möchte. Und auf vielfachen Wunsch wird Klaus Popper uns heute Morgen mit in den zweiten Teil des Buches Ruth nehmen. Zuvor aber natürlich unsere Kindergeschichte von Kiki und Timo. Übrigens, wenn Sie diese kurzen Kinderandachten nicht nur im Gottesdienst hören wollen, jeden Tag gibt es eine neue Folge in der Mediathek von Hope TV oder im Kinder-YouTube-Kanal. Sie können aber natürlich auch auf Ihrem Handy ganz einfach den Videopodcast abonnieren und dann haben Sie jeden Tag die aktuelle Folge direkt auf Ihr Mobilgerät. Ich bin schon gespannt, was Nola den Kindern und auch uns Erwachsenen jetzt erzählen wird. Nutze niemals einen Menschen aus, der dir sein Vertrauen schenkt.
Das hier, das ist das Freundschaftsarmband von meiner besten Freundin und mir. Sie hat auch so eins. Wir haben das hier ist das Freundschaftsarmband von meiner besten Freundin und mir. Sie hat auch so eins. Wir haben uns in der Schule kennengelernt. Das ist schon sehr lange her. Auf jeden Fall, auch wenn ich das nicht jeden Tag trage, ich hab's noch, wie ihr seht. Und auch wenn wir uns nicht mehr jeden Tag sehen können, so wie früher, ist sie immer noch meine beste Freundin. Die nächste Geschichte heißt Freundinnen. Frau Hücht hat mit den Kindern über Tiere in den deutschen Wäldern gesprochen. Dann hat sie die Kinder in Zweiergruppen eingeteilt. Jede Gruppe soll ein Plakat zu einem Tier gestalten. Das dürfen sie dann in der Schule vorstellen. Kiki macht eins mit Josie zusammen. Sie haben sich den Dachs ausgesucht. Die Mädchen verabreden sich direkt für nachmittags. Kiki macht ihre anderen Hausaufgaben schnell fertig. Als Josie um 4:30 immer noch nicht da ist, ruft Kiki an. Ah ja, meine Oma ist gekommen. Ich kann nicht, entschuldigt sich Josie. Kiki legt auf. Sie ist genervt. Leonie hilft ihr, übers Internet noch ganz viele Sachen über Dachse herauszufinden. Und Papa druckt ihr bei der Arbeit tolle Farbbilder aus. Wenn Josie auch so viel mitbringt, dann sind sie schnell fertig. Die will am nächsten Tag eine große Pappe mitbringen. Als Josie um 3 Uhr kommt, hat sie allerdings nichts dabei. Auch keine Pappe. Zum Glück muss Mama noch einkaufen. Sie bringt die Pappe mit. Während Kiki die wichtigen Texte, die sie gefunden haben, auf die Pappe schreibt, blättert Josie die Bilder durch. Dann schneidet Kiki die Bilder passend zu den Texten und klebt sie auf. Das Plakat sieht toll aus. Das hat Spaß gemacht, sagt Josie. Wir bekommen bestimmt eine gute Note. Wir? Fragt Kiki verblüfft. Du hast doch nichts gemacht. Weißt du, das nächste Mal mache ich das nicht mehr mit dir zusammen. Hey, wir sind doch Freundinnen, meint Josie. Ja? Und du lässt mich das ja alles alleine machen? Sowas macht keine Freundin. Kiki schnauft. Josie hat ein schlechtes Gewissen. Deswegen schreibt sie alleine alles auf, was die beiden zu den Dachsen noch erzählen wollen. Und malt noch Blätter und Sträucher auf das Plakat. Sind wir jetzt wieder Freundinnen? Fragt sie. Kiki grinst. Sind wir. Aber das war schon doof von dir. Echte Freundschaft ist was ganz Wertvolles. Deshalb ist es auch ganz wichtig, dass man immer füreinander da ist. Und dass man auch hält, was man verspricht. Sonst ist der andere irgendwann enttäuscht und vertraut einem nicht mehr. Echte Freunde stehen zusammen, auch wenn sie mal aneinander schrammen. La 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 la.
In den letzten Tagen und Wochen veränderte sich das Leben in Deutschland, Österreich und der Schweiz, in Europa und auf der ganzen Welt grundlegend. Täglich überschlugen sich die Meldungen von den Maßnahmen, die in diesem oder jenem Land ergriffen wurden. Diese Woche ging alles so schnell, dass man kaum noch hinterherkam. Was vor wenigen Wochen für uns alle unvorstellbar schien, ist nun Wirklichkeit geworden. Kitas, Schulen und Universitäten, Kinos, Theater, Museen und Konzerthäuser, Restaurants, Cafés und Gaststätten, Spielplätze, Parks und Freizeitanlagen und viele Geschäfte wurden geschlossen. Ferner wurden Messen und Sportveranstaltungen aller Art abgesagt. Das Leben wurde jetzt heruntergefahren. Da viele Menschen die momentane Krisensituation nicht ernst genug nehmen und die physischen Kontakte nicht ausreichend reduzieren, haben gestern die ersten Bundesländer in Deutschland Ausgangssperren verhängt. Das Leben um uns herum wird ruhiger, doch in unserem Inneren wächst die Unruhe. Am Montag dieser Woche beschrieb der französische Präsident Emmanuel Macron in einer TV-Ansprache die Situation mit folgenden Sätzen. Wir sind im Krieg. Der Feind ist da und er ist unsichtbar, aber wir werden den Krieg gewinnen. Der UN-Generalsekretär Guterres formulierte es am Donnerstag ähnlich. Die Welt ist im Krieg gegen das Virus. In den fast 15 Jahren Regierungszeit hat sich Kanzlerin Angela Merkel jenseits der Neujahresansprache nie direkt per Fernsehbotschaft an die Bevölkerung gewandt. Das Coronavirus schien das notwendig zu machen. In ihrer Rede am letzten Donnerstag sagte sie, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Wir leben in unruhigen Zeiten. In der Predigt vom letzten Sabbat haben wir eine jüdische Familie begleitet, die ähnlich krisenhafte Zeiten durchlebte. Naomi, ihr Mann und ihre beiden Söhne lebten zur Zeit der Richter. Israel war damals politisch und gesellschaftlich höchst instabil. Kriege verheerten in regelmäßigen Abständen das Land. Hinzu kam nun eine Hungersnot, die das Leben der Menschen bedrohte. Aus Angst vor dem Tod verließen Naomi und ihre Familie Israel, um im Nachbarland der Hungersnot zu entkommen. Doch anstatt dort zur Ruhe zu kommen, wurde die Familie von schwerem Unglück getroffen. Naomis Mann und ihre beiden Söhne starben. Sie blieben mit den 2 Schwiegertöchtern allein zurück. In dieser Zeit gehörten Witwen zu den Bedrohten, Ausgelieferten und zu den verwundbaren Gruppen in der Gesellschaft. Hinzu kam noch, dass sie eine Ausländerin war. Übrigens, falls Sie den Gottesdienst am letzten Sabbat nicht mitverfolgt haben, können Sie ihn gerne in der Hope TV Mediathek noch einmal anschauen. Wie Naomi auf diese krisenhafte Zeit reagierte, ist verblüffend und inspirierend. Als sie in Moab hörte, dass Gott sein Volk besucht hatte und dass er ihnen Brot gab, entschied sie sich, nach Israel zurückzukehren. Gemäß den damals geltenden Regeln und Konventionen waren die beiden Schwiegertöchter an ihre Schwiegermutter gebunden. Das heißt, sie hätten mit ihr nach Israel gehen müssen. Doch anstatt ihre Schwiegertöchter weiterhin an ihrem Leid und an ihrem Unglück teilhaben zu lassen und sie in eine ungewisse Zukunft mit hineinzunehmen, entscheidet sich Naomi, sie zu entbinden, ihnen ihre Freiheit zu schenken. Sie sollten zu ihren Ursprungsfamilien zurückkehren und einfach nochmal von vorne anfangen. Eigene Familien gründen und glücklich werden.
Naomi suchte nicht ihr Vorteil, sondern tat, was für ihre Schwiegertöchter in dieser Situation von Vorteil war. Sie dachte nicht an sich, sondern an ihre Schwiegertöchter. Sie verzichtete auf die Unterstützung und Hilfe, die sie durch ihre Schwiegertöchter hatte. Auch Ruth, eine der beiden Schwiegertöchter, überrascht ebenso mit ihrer Reaktion. Trotz aller Ungewissheit wollte sie mit Naomi nach Israel gehen. Auch sie dachte nicht an sich, sondern an ihre Schwiegermutter. Auch sie suchte nicht ihr Vorteil. Sie verzichtete für Naomi auf die Möglichkeit, eine neue Familie zu gründen und entschied sich für ihre Schwiegermutter da zu sein und sie zu unterstützen. Zwei Frauen, durch Leid und Tod miteinander verbunden, hörten nicht auf, an die lebensspendende Kraft der Liebe und der Hingabe zu glauben. Sie entschieden sich füreinander und damit für das Leben. Ruth und Naomi beweisen, dass der Mensch sich auch in schweren Zeiten die eigene Würde und Menschlichkeit bewahren kann. Sie sind allen ein Vorbild, die durch schwierige Zeiten gehen. Und wir? Wie reagieren wir in dieser krisenhaften Zeit? Wie reagiere ich? Und wie reagieren Sie? Angela Merkel machte in einer Pressekonferenz am 11. März eine Aussage, die mich bewegt hat. Sie sagte, da sind unsere Solidarität, unsere Vernunft und unser Herz füreinander schon auf eine Probe gestellt, von der ich mir wünsche, dass wir diese Probe bestehen. Solidarität, Vernunft und ein Herz füreinander. In ihrer TV-Ansprache am Donnerstag sagte sie unter anderem, seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. In der Rede fährt sie fort und sagt, das ist, ein Satz vorher, niemand ist verzichtbar. Alle zählen. Es braucht unser aller Anstrengung. Das ist, was eine Epidemie uns zeigt. Wie verwundbar wir alle sind. Wie abhängig von dem rücksichtsvollen Verhalten anderer. Aber damit eben auch, wie wir durch gemeinsames Handeln uns schützen und gegenseitig stärken können. Am Ende formuliert sie, wir müssen, auch wenn wir so etwas noch nie erlebt haben, zeigen, dass wir herzlich und vernünftig handeln können und so Leben retten. Es kommt ohne Ausnahme auf jeden Einzelnen und damit auf uns alle an. In seinem Brief an die Gemeinde in Galatien schreibt der Apostel Paulus Folgendes. Und ich habe diesen Satz auch in der letzten Predigt zitiert. Einer trage des anderen Last, dann werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das heißt, als Nachfolger Jesu gilt es auch in der Corona-Krise, die Last des anderen zu tragen. Es gilt, diesen Auftrag in unserem Alltag, so verändert er jetzt auch sein mag, zu übersetzen. Was bedeutet das im Supermarkt? Was heißt das, die Last des anderen zu tragen, wenn ich vor dem Nudel- und Soßenregal stehe? Denke ich nur an mich, dass ich genug bekomme? Oder denke ich auch an die anderen? Sich um Klopapierrollen zu streiten, heißt sicherlich nicht, die Last des anderen zu tragen, oder? Was heißt es in der Nachbarschaft? Habe ich die Menschen im Blick, die allein sind und nun erst recht vereinsamen werden? Die nicht mehr selbst einkaufen gehen können? Was bedeutet diese Aussage von Paulus am Arbeitsplatz?
als Arbeitnehmer? Wie verhalte ich mich, wenn ich merke, dass die Einnahmen der Firma zurückgehen? Geht es lediglich darum, dass ich meinen Job behalte? Oder wäre ich sogar bereit, für jemanden zurückzutreten, der oder die den Job mehr braucht als ich? Was bedeutet es für den Arbeitgeber? Die Sicherung der eigenen Firma? Oder so mit der Situation umgehen, dass wir möglichst alle es schaffen, da durchzukommen? Was heißt das für den Staat oder für Staaten untereinander? Iran hat diese Woche die USA gebeten, dass sie die Sanktionen angesichts der Krise aussetzen. Denn die Situation im Iran spitzt sich zu. Wie werden die USA reagieren? Wie würde ich reagieren? Was heißt das für junge Menschen? Weil sie nicht so anfällig sind, können sie weiterhin Corona-Partys feiern? Der Chef der Weltgesundheitsorganisation wandte sich vor 1-2 Tagen an junge Menschen, die sich entgegen der Empfehlungen weiter treffen und damit eben andere Menschen gefährden und die Ausbreitung des Coronavirus ermöglichen. Er sagte, ich habe eine Botschaft für junge Leute. Ihr seid nicht unbesiegbar. Was heißt es, die Last des anderen zu tragen? Jeder von uns muss sich fragen, was das in dieser Zeit bedeutet. Und es dann auch tun. Dann werden wir erleben, was Leben wirklich bedeutet. Ich lade Sie ein, dass wir Ruth und Naomi dabei begleiten, wie sie in Bethlehem ankommen und wie sie dort Fuß fassen. Die zwei leben dieses eine trage des anderen Last. Im alttestamentlichen Buch Ruth und dort setzen wir an genau dem Punkt an dem wir in der letzten Woche aufgehört haben zu lesen. Und zwar Kapitel 1, Vers 9. So gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem kamen. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung. Und die Frauen sagten, ist das Naomi? Ist sie das? Ist sie zurückgekehrt nach all den Jahren? Vielleicht mag auch der ein oder andere sich gedacht haben, war ja eh klar, dass es nichts wird mit Moab. Haben wir von Anfang an gewusst. Sie hätten doch lieber hier bleiben sollen. Sie aber, die Naomi, Vers 20, sagte zu ihnen, nennt mich nicht Naomi, die Wonne, die Lieblichkeit, die Freude. Das ist das, was ihr Name übersetzt bedeutet, sondern nennt mich Mara, die Bittere. Denn der Allmächtige hat mir sehr bitteres Leid zugefügt. Voll bin ich ausgegangen und leer hat mich direkt der Herr zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Naomi, da der Herr gegen mich ausgesagt hat und der Allmächtige mir Böses angetan hat? Die Krise kann so stark sein, dass wir in unseren innersten Fundamenten erschüttert werden, dass auch gläubige Menschen in ihrem Vertrauen zu Gott erschüttert werden und jetzt nicht mehr sicher sind, ob das, was ihnen gerade geschieht, wirklich noch Gottes Wille ist oder sein kann. Sie tun sich schwer, das mit ihrem Gottesbild und ihrem Verständnis von Gott zusammenzubringen. Denn nur weil wir an Gott glauben, heißt ja nicht, dass die Krisen, die wir durchleben, die Krise, die wir nun alle gemeinsam durchleben, nicht auch uns wirklich nahe gehen wird. Und es ist auch okay, diese Fragen zu stellen. Und es ist auch in Ordnung, dann zu sagen, nee, momentan ist eben mein Name nicht mehr die Wonne und die Liebliche, sondern die Bittere. Kapitel 2, Vers 22. So kehrte Naomi zurück und mit ihr die Moabiterin Ruth, ihre Schwiegertochter, die aus dem Gebiet von Moab heimgekehrt war. Sie kamen nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte.
In Bethlehem, im Haus des Brotes, gibt es wieder Brot, weil Gott sein Volk besucht hat und er ihnen Brot gibt. 2 Vers 1. Und Naomi hat einen Verwandten von ihrem Mann her, einen angesehenen Mann aus der Sippe Elimelech, dessen Name war Boas. Und Ruth, die Moabiterin, sagte zu Naomi: Ich möchte gern aufs Feld gehen und etwas von den Ähren mit auflesen, hinter dem Herr, in dessen Augen ich Gunst finden werde. Und sie sagte zu ihr: Geh hin, meine Tochter. Da kommt für mich so ein erstes Prinzip heraus, wie man mit so einer Krisensituation umgehen kann. Naomi wartet nicht. Sie scheint auch nicht jetzt zu erwarten, dass sich bitte Naomi jetzt um sie persönlich oder um sie beide kümmern wird, weil jetzt sind sie in Bethlehem angekommen. Sie erwartet auch nicht, dass Nachbarn oder Freunde oder Verwandte sich jetzt irgendwie ihrer annehmen. Sie verfällt nicht in Selbstmitleid, sondern sie ergreift die Initiative. Sie tut das, was sie tun kann. Sie tut das, was getan werden muss. Sie haben Hunger, sie haben nichts gesät, also können sie auch nichts ernten, sie haben nicht viel mitgebracht. Aber sie weiß, wenn ich aufs Feld hinausgehe, dann galt damals in Israel das Gesetz, dass man das Feld nicht gänzlich aberntet. An den Rändern bitte nicht abernten, auch keine Nachlese machen. Und wenn was auf den Boden fällt, dann lass es liegen für die, die eben nichts haben, dass die kommen können, um es einzusammeln. Und das macht sie auch. Wohl wissend, dass sie keinen Anspruch und kein Anrecht darauf hat, denn sie sagt: Vielleicht finde ich ja in den Augen von irgendjemandem Gunst, Gnade. In Krisenzeiten kann man nicht darauf warten, ein großes Bild zu entwickeln von dem, was getan werden muss, sondern in Krisenzeiten geht man Schritt für Schritt, kleine Schritte. Das, was ich machen kann, das mache ich. Und das tut sie auch. Da ging sie hin, kam und las auf dem Feld hinter den Schnittern her auf. Und sie traf zufällig auf das Feldstück des Boas, der aus der Sippe Elimelechs war. Und siehe, Boas kam von Bethlehem und sagte zu den Schnittern: Der Herr sei mit euch. Und sie sagten zu ihm: Der Herr segne dich. Und Boas sagte zu seinem Knecht, der über die Schnitter eingesetzt war: Wem gehört denn dieses Mädchen da? Offensichtlich merkt er, dass jemand auf seinem Feld ist, eine Person, die da nicht hingehört. Und der Knecht, der über die Schnitter eingesetzt war, antwortete und sagte: Es ist ein moabitisches Mädchen. Jetzt ist sie die Ausländerin. Ohne Namen für diesen Schnitter. Eine Ausländerin ist jetzt da. Die ist mit Naomi aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt. Sie hat gesagt: Ich möchte gern auflesen und hinter den Schnittern her etwas von den Ähren aufsammeln. So ist sie gekommen und hat bis jetzt sich im Haus nur wenig ausgeruht. Demütig bleibt sie dran, tut alles, was getan werden kann, damit sie beiden, ihre Schwiegermutter und sie, am Abend oder in den kommenden Tagen was zu essen haben. Und Boas sagte zu Ruth: Höre mir zu, meine Tochter. Geh nicht zum Auflesen auf ein anderes Feld, geh auch nicht von hier fort, sondern halte dich da zu meinen Mägden. Richte deine Augen auf das Feld, wo man schneidet, und geh hinter den Sammlerinnen her. Habe ich nicht den Knechten befohlen, dich nicht anzutasten? Und hast du Durst, dann geh zu den Gefäßen und trink von dem, was die Knechte schöpfen. Es bewegt und berührt mich, dass Boas, der Autor formuliert es so, dass er eben sie nicht zu einer Moabiterin macht, zu der Fremden, zu der ganz anderen, zu der Ausländerin, sondern Boas sagte zu Ruth, und der Autor sagte: Nee, sie bleibt Ruth. Und sagt ihr: Meine Tochter. Geh nicht woanders hin, auf ein anderes Feld, sondern bleibe hier. Halte dich zu meinen Mägden. Er gibt dir Schutz.
Sicherheit. Schafft einen Rahmen, wo sie behütet sammeln kann. Er sagt dir auch, ich habe meinen Knechten befohlen, dass sie dich nicht anfassen. Was nochmal so uns vor Augen führt, es war nicht selbstverständlich. Indem Ruth rausgeht und auf diesem Feld sammelt, setzt sie sich aus. Sie macht sich verwundbar. Sie war eben eine Witwe, eine Ausländerin. Ohne Schutz war sie den Menschen ausgeliefert. Und hast du Durst, dann geh zu den Gefäßen und trink von dem, was die Knechte schöpfen. Das ist es, was es gilt zu tun, wenn wir in einer Krise sind. Einander schützen, füreinander sorgen, einander helfen, einander beschützen vor dem, was uns droht. In dem Fall hätte möglicher Missbrauch, Vergewaltigung, was auch immer möglich sein können. Und Boas stellt sich vor ihr und schützt sie. An sie und mich, an uns heute gilt es eben zu übersetzen und sich zu fragen, wo kann ich den Menschen um mich herum schützen? Im Supermarkt, in der Nachbarschaft, in der Familie, am Arbeitsplatz. Für andere da sein und für sie sorgen. Vers 10, da fiel sie auf ihr Angesicht und warf sich zur Erde nieder und sagte, warum habe ich Gunst gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, wo ich doch eine Fremde bin? Sie weiß ja nicht, was wir wissen. Der Autor hat uns in Vers 1, Kapitel 2 mitgeteilt, dass Boas ein Verwandter Elimelech ist. Sie weiß es nicht. Für sie ist dieser Mann ein Israelit. Und sie fragt sich, du bist gnädig zu mir, obwohl ich nicht zu eurem Volk gehöre, obwohl ich fremd hier bin, eine Ausländerin? Vers 11, da antwortete Boas und sagte zu ihr, es ist mir alles genau berichtet worden, was du an deine Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes, dass du deinen Vater und deine Mutter und das Land, deine Verwandtschaft verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, das du früher nicht kanntest. Ich habe den Eindruck, er sagt zu ihr, du bist jetzt nicht einfach nur ausgelöscht. Deine Geschichte ist nicht vergessen. Wer du bist und was du gemacht hast, ist nicht einfach weg. Nur weil du jetzt woanders bist oder weil eine Krise dich und dein Leben erfasst hat. Und für mich spüre ich hier so diesen Auftrag oder diesen Appell auch an uns zu sagen, vergessen wir doch bitte in dieser Krisenzeit nicht, wer wir sind und was wir gemacht haben und wie wir füreinander da waren, auch in der Vergangenheit. Sodass wir nicht in so einen Tunnelblick reinkommen und auf einmal einander vergessen und uns behandeln wie den ganz anderen. Den Fremden, um den ich mich ja nicht zu kümmern brauche, den ich nicht beachten muss, den ich nicht beschützen muss, für den ich nicht sorgen muss. Vers 12, Boas fährt fort und sagt, der Herr vergelte dir dein Tun und dein Lohn möge ein voller sein von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Er segnet sie. Und es tut gut, Segen zu empfangen. Und lenkt ihren Blick auf eine weit größere Perspektive als nur das, was sie gerade erlebt. Vers 13, da sagte sie, möge ich weiterhin Gunst in deinen Augen finden, mein Herr, denn du hast mich getröstet und hast zum Herzen deiner Magd geredet und ich bin nicht einmal wie eine deiner Mägde. In Krisenzeiten brauchen wir Trost. Es ist wichtig, dass wir einander trösten. Aber noch mehr ist es wichtig, dass wir zu unseren Herzen sprechen. Wir sind ja nicht aufgefordert,
die sozialen Kontakte zu beenden, sondern wir wurden aufgefordert, die physischen Kontakte untereinander zu begrenzen und auf Abstand zu gehen. So schwer uns das ja auch fällt. Aber dass wir zueinander sprechen, zu unseren Herzen sprechen, das bleibt und es ist wichtig und notwendig in der Krise. Und es gibt ja auch viele Empfehlungen, die mittlerweile auch sicherlich auch Sie erreicht haben, was man eben machen kann. Hier von einer Gemeinde in Darmstadt, wo junge Menschen anbieten, dass sie für ältere Menschen da sind. Dass sie für sie einkaufen, für sie Besorgungen machen, sie anrufen, sich um sie kümmern. Es wurde an alle geschickt mit Telefonnummern, man kann sie erreichen telefonisch oder per Mail, sagen, was man für ein Bedürfnis oder für einen Bedarf hat. Und dann wird man sich darum kümmern. Die Situation, in der wir uns befinden, ist ja auch eine Chance für uns alle, wirklich zu dem Kern, zu dem Wesentlichen durchzudringen. Und als Kirchengemeinde gibt es ja verschiedene Dinge, die man machen kann. Telefonketten. Man macht sich untereinander aus und jeder ruft 2, 3 Personen pro Woche an. Einfach. Aber dennoch kann man so miteinander verbunden bleiben. Gemeinsames Gebet per Telefon oder Videochat. Den wöchentlichen Bibelkreis, dem ich angehöre, wir treffen uns Mittwoch abends immer 19 Uhr, beginnen mit einem gemeinsamen Essen und studieren dann das Wort Gottes, haben wir letzte Woche zum ersten Mal per Videochat gemacht. Wir haben weiterhin gegessen, jeder daheim an seinem Tisch, Tischgemeinschaft gehabt, uns ausgetauscht, wie es uns geht, was wir leben, hingehört und dann gemeinsam Wort Gottes studiert. Ruth Kapitel 2 als Vorbereitung auf den heutigen Sabbat. All das ist ja weiterhin möglich und wir sollten es auch machen, damit wir einander trösten und füreinander da sind. Vers 14. Und zur Essenszeit sagte Boas zu ihr, tritt hierher und iss von dem Brot und tunke deinen Bissen in den Essig. Da setzte sie sich neben die Schnitter, er aber reichte ihr geröstete Körner und sie aß und wurde satt und ließ sogar etwas übrig. In der Krise ist es dennoch möglich, die Fülle zu haben und auch übrig zu lassen. Als sie nun aufstand, um aufzulesen, befahl Boas seinen Knechten, auch zwischen den Garben darf sie auflesen. Und ihr sollt ihr nichts zuleide tun. Vielmehr sollt ihr sogar aus den Bündeln Ähren für sie herausziehen und liegen lassen, damit sie auflesen kann. Und ihr sollt sie nicht bedrohen. Da ist er wieder, dieser Schutz, diese Fürsorge. Rahmen geben, wo man Sicherheit hat, sich sicher fühlen kann und sogar eben noch mehr liegen lassen als gefordert. Von sich geben, damit auch der andere etwas haben kann. Einer trage des anderen Last. Dann werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. So las sie auf dem Feld bis zum Abend. Und als sie ausschlug, was sie ausgelesen hatte, da war es etwa ein Eva-Gerste. Und sie hob es auf und kam in die Stadt und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte. Und sie zog heraus, was sie übrig gelassen hatte, nachdem sie sich gesättigt hatte und gab es ihr. Dieses Bild geht mir richtig ans Herz. Stell mir das so vor, wie sie diese gerösteten Körner, die sie nicht alle hat aufessen können, in ein Tuch getan hat, das mitgenommen hat und jetzt, als sie daheim ankam, gesagt hat, Nomi, hier, schau, ich habe dir was mitgebracht. Das ist für dich. Fürsorge, Liebe, in den kleinen Gesten. Da sagte ihre Schwiegermutter zu ihr, wo warst du heute auflesen? Und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei der dich beachtet hat. Und sie berichtete ihre Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte und sagte, der Name des Mannes, bei dem ich heute gearbeitet habe, ist Boas. Wie gesagt, sie weiß nicht, bei wem sie war. Sie kannte diesen Mann nicht. Da sagte Naomi zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei er vor dem Herrn,
der seine Gnade nicht entzogen hat, weder den Lebenden noch den Toten. Und man spürt auch, wie Naomi anfängt auch aufzuleben, wie ihr Inneres sich löst, ihre Bitterkeit anfängt Schritt für Schritt auch wieder in eine Zufriedenheit und in eine Ruhe, in einen Seelenfrieden auf sich zu übersetzen. Und Naomi sagte zu ihr, der Mann ist uns nahe verwandt, er ist einer von unseren Lösern. Was in der damaligen Zeit und Kultur bedeutete, dass wenn jeder sich an die Regeln und Konventionen hielt, dann wäre Boas ein möglicher potenzieller Ehemann für Naomi und für Ruth gewesen, wenn er sich denn entschieden hätte, Verantwortung zu übernehmen und zunächst einmal Naomi oder Ruth zu heiraten. Und die Moabiterin Ruth sagte, schließlich hat er noch zu mir gesagt, du sollst dich zu meinen Knechten halten, bis sie meine ganze Ernte beendet haben. Da sagte Naomi zu Ruth, ihrer Schwiegertochter, es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mädchen hinausziehst. So kann man dich auf einem anderen Feld nicht belästigen. Da ist sie wieder, die ständige Bedrohung. So hielt sie sich denn zu den Mägden des Boas, um Ehren aufzulesen, bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendet waren. Dann blieb sie zu Hause bei ihrer Schwiegermutter. Und was deutlich wird für die Ruth, ist die Frage nach dem, wo gehöre ich denn hin? In Kapitel 2, Vers 8 sagt Boas noch zu ihr, halte dich zu den Mägden. Und dieses Halten ist mehr als nur so, bleib an sie dran. Das erinnert und sprachlich gesehen ist es verbunden mit Genesis Kapitel 2. Mit Genesis Kapitel 2 und dort Vers 24, um das richtig auch zu sagen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen. Halte dich an sie und sie werden zu einem Fleisch werden. Und dann sagt er zu ihr, halte dich zu meinen Knechten. Fast so, als würde ich sagen, hey, die Knechte sind ja da, such dir doch einen von ihnen aus. Könnte da für dich eine neue Familie entstehen? Aber Ruth entscheidet sich in Vers 23, sich zu den Mägden zu halten und nach der Ernte bei ihrer Schwiegermutter zu bleiben. Nachdem die Ernte vorbei war, lässt Naomi eine Sache nicht ruhig sein. Sie will, dass ihre Schwiegertochter doch nochmal neu beginnt, neu anfängt. Sie sagt ihr, ich will dir einen Ruheplatz suchen, du sollst doch noch irgendwie eine Familie gründen. So tritt sie zur Seite, denn sie wäre in der Reihenfolge die gewesen, die von Boas oder anderen möglichen Lösern hätte geheiratet werden können und sagt, Ruth, ich möchte, dass du neu anfängst. Ich möchte, dass du Boas signalisierst, dass du seine Frau werden kannst und es auch willst, dass du dich diesen Regeln und Konventionen in unserem Land da auch hineinfügst, was sie dann auch macht. Und nach einigen Wendungen in dieser Geschichte entscheidet sich Boas, Ruth zu heiraten und sie gründen eine neue Familie. In Kapitel 4, Vers 13 heißt es, so nahm Boas die Ruth und sie wurde seine Frau und er ging zu ihr ein. Und der Herr gab ihr Schwangerschaft und sie gebar einen Sohn. Da sagten die Frauen zu Naomi, gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht an einem Löser hat fehlen lassen. Sein Name werde gerühmt in Israel. Und er wird dir ein Erquicker der Seele sein und ein Versorger deines Alters. Denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren, sie, die mehr wert ist als ihre Söhne. Und Naomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und wurde seine Amme. Und die Nachbarinnen gaben ihm den Namen, indem sie sagten, ein Sohn ist der Naomi geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Er wurde der Vater Isais, der Vater Davids. Und mit dem werden wir in dieser Geschichte, die von Leid, Verlust, Tod
und vielen anderen Nöten geprägt ist, auf eine Sache aufmerksam gemacht. Wenn wir uns rauszoomen und das große Bild im Auge behalten, dann wird diese Geschichte getragen von Gott, der zu seiner Zeit kommt und gibt. Dem Volk Israel Brot und Boas und Ruth einen Sohn, und dieser Sohn ist der Vater Isais und der Großvater Davids, einer der größten Könige Israels. Und wenn wir uns noch weiter in diese Geschichte rauszoomen und den Stammbaum Jesu uns betrachten, dann merken wir, dass Ruth die Großmutter von Jesus, dem Erlöser, dem Messias, dem Erlöser aller Menschen geworden ist. Und auch hier zeigt sich Gott als der Gebende, der seinen Sohn gab, auf dass wir alle das Leben haben. So schwer die Krise auch sein mag, in der wir momentan leben, eines ist klar: Gott wird zu seiner Zeit Leben geben. Er hat es in der Vergangenheit gemacht und er macht es auch heute und wird es in Zukunft machen. Gott mit Ihnen. Achten Sie gut auf sich und auf Ihre Familie und lassen Sie uns die Last des anderen tragen. Dann werden wir das Gesetz Christi erfüllen. Mein Vater sagte mir, ich sende euch wieder mit euch, wieder mit euch. Mein Vater sagte mir, ich sende euch. Der Friede ist soll die Erde verändern, und verändert eine Glaube und Hand, den Jesus sagt, Friede mit euch. Mein Vater sagt zu mir, ich sende euch. Mein Vater sagt mir, ich sende euch. Der Friede ist mehr als ein schöner Gedanke. Der Friede kommt und durchbricht jede Schranke, denn Jesus sagt, du Friede mit euch. Mein Vater sagt mir, ich sende euch. Friede mit euch. Friede mit euch. Mein Vater sagt mir, ich sende euch. Der Friede ist tot, wohin wir ihn tragen. Wir müssen besetzt, den ersten Schritt wagen, denn Jesus sagt, Friede mit euch, Friede mit euch. Mein Vater sagte mir, ich sende euch. Friede mit euch, Friede mit euch. Mein Vater sagte mir, ich sende euch. Bevor wir gemeinsam beten, würde ich gerne einen Psalm mit Ihnen teilen, einen bekannten Psalm, der aber in dieser Zeit nochmal eine ganz neue Bedeutung für jeden von uns gewinnen kann. Der Herr
ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich im Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens, und ich kehre zurück ins Haus des Herrn mein Leben lang. Lassen Sie uns beten. Vater im Himmel, wir leben in unruhigen Zeiten, Herr. Viele von uns machen sich angesichts dessen, was um uns geschieht, Sorgen. Die Kinder, die Familie, die Nachbarn, und darum, wie es in der Arbeit weitergehen wird, um unser Land. Herr, in diesen Zeiten, Herr, hilf uns, zu dem zurückzukehren oder dort noch länger zu verweilen, worauf es ankommt, Herr. Dir nahe sein und aus dir Kraft zu schöpfen, sodass wir diesen Frieden finden, den uns all das um uns herum nicht geben kann, erst jetzt nicht momentan. Hilf uns, dass wir einander im Blick behalten, uns umeinander sorgen und füreinander da sind, Herr. Sodass wir, Herr Jesus, dein Wort erfüllen können, den Weg gehen, den du gegangen bist. Hab Dank, dass du uns die Kraft, den Willen, den Mut und die Freude darin schenken wirst. Amen. Unser Live-Gottesdienst geht zu Ende. Schade. Aber das Team von HauptTV ist in einer Woche auf alle Fälle wieder für Sie da. Wir stehen das gemeinsam durch. Nächste Woche wird Christian Badorek die Predigt haben. Sollten Sie bis dahin noch mehr von Klaus Popper hören wollen, in der Hauptmediathek gibt es nicht nur seine Ausführungen zum Buch Ruth, sondern über 200 Folgen der Sendung Glauben, Geschichten. Vom ersten Buch Mose bis in die Richterzeit, das reicht bis zum Ende der Corona-Krise. Vor allem, weil man ja eh nicht die ganze Zeit nur Medien konsumieren soll. Viel besser ist es, selber kreativ, selber aktiv zu werden. Wenn Sie tolle Ideen haben, wie Sie die Zeit rumbringen, egal ob mit Kindern oder ohne, dann machen Sie ein Foto, schicken Sie uns das, kontaktieren Sie uns in den sozialen Medien. Wir werden einige Ideen dann nächste Woche als Inspiration für alle anderen teilen. Bis dahin wünsche ich Ihnen Gottes Segen. In ihm sind Sie geboren. Gib uns heute
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Vater unser, der du bist im Himmel, werde dein Reich kommen, dein Wille geschehen. So auf So,